Herzlich willkommen beim ersten Lab Campus Innovation Call Connected, unserem ersten digitalen Panel rund um das Thema Innovation. Das Ganze natürlich aus aktuellem Anlass, denn es gibt viel zu besprechen. Ich bin Sarah Wittlieb, Vice President Sales and Innovation am Lab Campus und gemeinsam mit meinen digital zugeschalteten Gästen möchte ich heute der Frage nachgehen, was die Corona-Krise für Innovation und den Arbeitsalltag am Wirtschaftsstandort Deutschland bedeutet. Da freut es mich umso mehr, dass ich hier 3 wunderbare und kompetente Gesprächspartner vorstellen darf. Katharina van Delden, CEO und Co-Founder von Innosabi. Miriam Sake, Global HR Business Partner und Project Manager Next Work bei Siemens. Und den Dr. Ralf Belusa, Chief Digital Officer bei Hapag-Lloyd. Ja, bevor wir in die Diskussion einsteigen, möchte ich euch bitten, euch bzw. eure Aufgabe in eurem Unternehmen kurz vorzustellen. Katharina, möchtest du anfangen? Sehr gerne, sehr gerne. Danke für die Einladung, liebe Sarah. Ich freue mich, dass wir heute in dieser Runde zusammen sind. Ich bin Katharina van Delden, Geschäftsführerin, CEO und Gründerin der Innosabi GmbH. Wir entwickeln Software für das Innovationsmanagement großer Unternehmen. Soll heißen, unsere Kunden entwickeln ihre Zukunft mit unseren Tools. Wenn wir über Innovationsmanagement in digitalen Zeiten reden, reden wir vor allem auch über Vernetzung im Ökosystem und das ist genau das, was wir ermöglichen. Wir bringen Kunden zusammen, Mitarbeiter, Zulieferer, Partner auf unseren Softwareplattformen und das für viele Kunden unterschiedlichster Branchen, angefangen tatsächlich mit Siemens. Daher freue ich mich, dass wir heute zusammen sind. Allianz, Postbank, Daimler, das sind Innosabi-Nutzer. Zu mir als Person, ich sage mal, das Einzige, was man wirklich wissen muss über mich, ist, was treibt mich an, was ist meine Motivation? Und das ist eine unglaubliche Neugier auf Neues, die sich tatsächlich durch meinen ganzen Lebenslauf zieht und schlussendlich quasi gipfelt in der Gründung eines Unternehmens und vor allem eines, das sich mit Innovation beschäftigt. Vielen Dank, liebe Katharina. Miriam, dann würde ich gerne an dich weitergeben. Also erstmal herzlichen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich, Teil dieser Runde zu sein. Ich bin Global HR Business Partner und verantworte das Thema Nextwork bei Siemens. Siemens kennt, glaube ich, jeder, bekannt für Elektrifizierung und Automatisierung, aber mittlerweile, was viele noch nicht wissen, auch eines der führenden Softwareunternehmen. Und wir treiben natürlich auch, wie Katharina gerade schon gesagt hat, viele Kooperationen. Insofern freue ich mich, dass wir hier gemeinsam in dem Panel sind. Ich persönlich beschäftige mich sehr mit der Zukunft der Arbeit, also mit den Tätigkeiten, die wir morgen im Unternehmen existieren werden und wie wir den Strukturwandel bestmöglich bewältigen. Um da ein kurzes Beispiel zu nennen und ein sehr plakatives, wenn wir zum Beispiel mal an den Schweißerberuf denken, dann schauen wir in einen ganzheitlichen Ansatz, wie dieser Beruf in 3 Jahren aussehen wird. Also welche Aufgaben kommen hier hinzu? Wie können wir unsere Mitarbeiter sozusagen gezielt weiterbilden und welche Aufgaben fallen womöglich auch weg, beispielsweise, weil sie von Maschinen erledigt werden. Und in diesem ganzheitlichen Approach versuchen wir uns quasi fit für die Zukunft aufzustellen. Vielen herzlichen Dank, Miriam. Ralf, dann möchte ich dich bitten, sich nochmal vorzustellen. Ja, vielen lieben Dank. Ja, mein Name ist Ralf Belusa. Ich bin bei Hapag-Lloyd, bin dort Managing Director für das Digital Business und die Transformation. Und Hapag-Lloyd ist letztendlich ein großer globale Firma für Containertransporte von A nach B, so wie wir das jetzt gerade auch in der jetzigen Situation natürlich verstärkt sehen, dass unsere Güter von A nach B auch richtig ankommen. Parallel dazu bin ich im Aufsichtsrat von Phoenix Pharma, also im Pharmabereich. Und letztendlich Kernpunkt des Ganzen ist für mich, jeden Menschen einzeln in den einzelnen Teams global besser zu machen, mit digitalen Tools, mit Innovationen, das Digitalgeschäft miteinander zu verbinden mit Stationärgeschäft, Digitalgeschäft und das gemeinsam eben mit Sales, Marketing, IT, Produktentwicklung gemeinsam dort nach vorne zu treiben. Und das eben in bis zu 144 Ländern. Sehr spannend, vielen herzlichen Dank. Ja, bei uns beim Lab Campus ist seit der Krise natürlich auch alles ganz anders als davor. Alle, die können, arbeiten von zu Hause. Aber auch die Bauarbeiten bei uns, bei unserem ersten Bürogebäude, gehen natürlich weiter. Ich bin auch noch jede Woche im Büro und ich freue mich immer sehr zu sehen, dass das erste Bürogebäude, unser Lab 48, weiter wächst. Dennoch fehlen natürlich die startenden oder landenden Flugzeuge und Passagiere, das, was uns als Flughafen ausmacht, Menschen in der Welt zu verbinden.
Was man jetzt von den meisten Unternehmen durch die Presse oder eben auch durch Bekannte hört, es gibt eine forcierte Digitalisierung, zum Teil auch eine Umstellung der Produktion, wie zum Beispiel Atemschutzmasken statt Mode oder Desinfektionsmittel statt Spirituosen. In manchen Branchen haben wir tatsächlich auch Nachfrageeinbrüche um über 95%. In Deutschland haben mittlerweile über 700.000 Betriebe die Kurzarbeit angemeldet. Was auch sehr schön ist, dass auch die internationale und branchenübergreifende Kooperation gerade sich weiterentwickelt. Zum Beispiel eben auch, wenn es darum geht, neue Hilfstechnologien aus der Medizin zu entwickeln, wie zum Beispiel der Desinfektionsroboter, den Siemens gerade entwickelt hat, um hier nur ein paar Auszüge aus den letzten Wochen einfach zu nennen. Ja, meine Frage jetzt, welche Veränderungen habt ihr im Unternehmen bei euch in Bezug auf die Strukturen erlebt oder zum Beispiel auch selber aktiv vorangetrieben, liebe Katharina? Wir haben in der heutigen Situation das Glück, dass wir als digitales Unternehmen auch digitales Arbeiten schon immer gewöhnt sind. Das heißt, wir haben schon immer Strukturen und Arbeitsteilung geschaffen, die uns ermöglichen, auch außerhalb des Büros zu arbeiten, was auch vor der Krise schon sehr intensiv genutzt wurde. Und so hatten wir mit kleinen Außenstellen in Südafrika, in Kolumbien. Und das Team ist jetzt insofern vor einer Herausforderung, dass wir einfach unser wunderschönes Büro vermissen. Ja, wir nennen es das Innovation Mansion am Friedensengel in München. Wirklich ein Ort, wo kreative Köpfe aufeinandertreffen und genau dieser persönliche Austausch, der fehlt uns heute. Und wir haben versucht, es etwas abzupuffern. Wir haben eine virtuelle Kaffeemaschine geschaffen mit den Regeln, man muss sich per Video einwählen und man darf nur so lange bleiben, wie es braucht, den Kaffee zu trinken. Und das ist quasi der Ort, wo wir auch weiter uns auch privat und persönlich austauschen. Aber zum Glück muss ich sagen, ist das die einzig große Einschränkung, die wir momentan merken, dass wir uns einfach als Team, als Menschen vermissen. Bei unseren Kunden durch die Bank, ja eher größere Unternehmen, merken wir tatsächlich, dass unsere Plattformen vermehrt genutzt werden. Alle unsere Kunden nutzen unsere Plattform auch zur Krisenbewältigung, sei es, wie du es gerade auch schon angesprochen hast, zur Anpassung ihrer eigenen Produkte und Dienstleistungen, oder aber auch, um einfach Strategie-Workshops, Strategiebesprechungen weiter online stattfinden zu lassen. Dazu nutzen sie unsere Innovationsmanagement-Plattform. Und das ist natürlich für mich als Gründer total schön zu sehen, dass wir einen solchen Wert stiften können, dass wir einen solchen Impact haben durch die Tools, die wir anbieten. Sehr, sehr spannend, was bei euch da alles gerade passiert. Ja, wie war das bei dir, Ralf? In der Reederei gab es ja bestimmt auch große Herausforderungen oder auch Umgewöhnungen. Wie hast du denn so die vergangenen Wochen aus einer digitalen und Change-Perspektive bearbeiten und auch beobachten können? Also bei uns bei Hapag-Lloyd ist es eigentlich auch so, dass gerade auch im Digitalbereich arbeiten wir natürlich auch im Vorfeld schon mit Teams und solchen Sachen. Aber durch diese Veränderung hat sich das ein oder andere auch nochmal beschleunigt. Auch die Lernkurven, Tools zu nutzen, zusammenzusitzen, zusammenzuarbeiten, hat sich nochmal intensiviert. Aber es ist natürlich auch im Fokus, dass wirklich Gesundheit, das Gefühl, die Tätigkeit, dass man sich dort in morgendlichen Stand-ups auch trifft, miteinander spricht und auch das Menschliche dort nicht vergisst. Und wir hatten auch Anfang März sehr große Trainings veranstaltet, unsere Digital Week, die wir normalerweise vor Ort geplant hätten mit allen Kollegen aus allen Ländern. Die haben wir dann innerhalb von ein paar Tagen eben auch virtuell umgestellt und haben da aber auch dadurch dazugelernt, dass diese virtuellen Sessions sind sehr viel intensiver zum Teil auch. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch gesagt, 2 Stunden vormittags Eastern Hemisphere, 2 Stunden nachmittags, abends Western Hemisphere, und dazwischen Recording-Sessions und Training-Workshops gemacht, dass man dort auch so ein bisschen den Ausgleich findet, weil man eben auch gemerkt hat, okay, Remote-Arbeiten ist zum Teil fokussierter, anstrengender und da muss man, weil auch viel dieses Ping-Pong, Blabla so gesehen wegfällt und dass man dort gemeinsam mit den Mitarbeitern eben sieht, wie man auch in diesen Remote-Situationen eben miteinander arbeitet. Spannend wird es, denke ich, auch, wenn das Ganze sich dann auch wieder ein bisschen in diese Mischform bildet. Also sprich im Büro, im Homeoffice zusammen. Das ist, glaube ich, dann auch nochmal die nächste Stufe. Aber da sind wir alle ganz, ganz positiv und sind da auch ganz, ganz zuversichtlich, auch in einer starken Zusammenarbeit. Und jeder lernt da auch dazu. Und das ist so gesehen auch eine ganz positive Sache dabei.
Ja, ich glaube, das ist eine Erfahrung, die auch wir gerade bei Lab Campus intensiv erleben, auch bei uns, wie du auch gesagt hast. Die Art der Kooperation, Zusammenarbeit ist sehr intensiv, einfach nochmal deutlich intensiver geworden. Aber wir haben auch den Eindruck, es ist zum Teil wahnsinnig effizient, weil man natürlich auch schaut, okay, was kann ich jetzt in der Zeit, die ich zur Verfügung habe, über digitale Kanäle alles besprechen und zum Teil natürlich auch wichtige Entscheidungen treffen. Spannend ist hier natürlich auch unsere HR-Perspektive. Ja, welche Einblicke kannst du uns hier geben, Miriam? Welche Hindernisse ergeben sich hier gerade auch natürlich bei den dezentralen Strukturen? Ja, ich glaube, gerade am Anfang haben wir uns so bei Siemens wie alle gefragt, was eigentlich die Einschränkungen durch Covid-19 für uns bedeuten. Und ich würde mal so formulieren, nach einer sehr kurzen Schockstarre haben wir vor allen Dingen bei Siemens blitzschnell digital aufgerüstet. Also gerade aufgrund der dezentralen Strukturen, die du angesprochen hast, Sarah, war das keine einfache Herausforderung und die IT-Kollegen haben es geschafft, über Nacht 140.000 Mitarbeiter quasi Homeoffice-fähig zu machen. Und auch aus der HR-Perspektive sehe ich hier tiefgreifende Veränderungen, was die Arbeit angeht. Und für mich ganz persönlich geht das über den Aspekt Virtual Collaboration hinaus und betrifft meines Erachtens vor allen Dingen auch die Art und Weise, was wir arbeiten und wie wir arbeiten. Um da mal ein kleines Beispiel zu nennen, du hast es in der Einleitung kurz angesprochen, wir haben bei uns ganze Produktionsteile umgerüstet, um letztendlich systemkritische Produkte mitentwickeln zu können und da auch unsere Expertise angemessen und zur Bewältigung der Krise reinzugeben. Und wir sehen ganz plötzlich, dass wir sehr flexibel sein können und sehr anpassungsfähig und quasi gleichzeitig noch Ideen mitentwickeln können und daraus lernen. Und das gibt natürlich den Mitarbeitern Mut und Zuversicht für die Zukunft. Das sind ganz, ganz wichtige Skills, die ich vor allen Dingen aus der Zukunft der Arbeitsperspektive sehe, um auch Innovationen in der Zukunft zu treiben. Ja, das Thema Solidarität hat gesellschaftlich enorm an Wert gewonnen. Auch Unternehmen haben teilweise einen sehr großen Beitrag geleistet, um hier zu helfen. Katharina, ich habe zum Beispiel auch von eurer Give a Breath Challenge gehört und wir haben hier auf LinkedIn auch darüber berichtet. Kannst du uns kurz umreißen, worum es da geht und was ihr hier ins Leben gerufen habt? Die Give a Breath Challenge ist ein sogenannter internationaler Call for Ideas, also ein Aufruf für Ideen, wie man Notfall-Equipment für den absoluten Worst Case in der Corona-Krise entwickeln kann. Es geht hier allen voran um Notfall-Beatmungsgeräte, die im Idealfall 3D gedruckt werden können, mit dem Ziel, im absoluten Worst Case, den wir natürlich alle nicht uns nicht wünschen, aber dann vorbereitet sein zu können und schnell genug auch Beatmungsgeräte produzieren zu können. Die Initiatoren sind die Munich Re und das Fraunhofer. Wir als Innosabi sind der Technologiepartner für diese Challenge und sind wahnsinnig stolz, was für unglaubliche Einreichungen und hier schon gekommen sind, wie viele tolle internationale Teams auch mitgemacht haben und mit was für einer Power dieses Projekt in einer wirklich absolut kurzen Zeit umgesetzt wird. Hier stehen auf der einen Seite nicht nur dieses tolle Netzwerk dahinter, sondern vor allem auch eine finanzielle Umsetzungskraft. Es sind 1 Million an sowohl Preisgeldern, aber vor allem auch Realisierungsbudget zur Verfügung gestellt worden. Und das Ganze wird das wird initiiert von Fraunhofer und Munich Re, aber es sind viele auch Industriepartner noch dabei, die das Ganze vorantreiben und hier wirklich mit einer Schlagkraft ins Leben rufen, die ich so auch selten gesehen habe. Und das ist natürlich in Krisenzeiten total eine schöne Bestätigung. Es ist einfach toll zu sehen, dass in Krisenzeiten sich Unternehmen zusammentun, ihre Kräfte bündeln, ihre Ressourcen bündeln, sagen, es geht um Kollaboration, damit wir schnell genug sind und Lösungen schaffen in der Krise. Ja, eine ganz tolle Aktion von euch gemeinsam mit euren Partnern, wie ich finde. Gibt es denn auch Themen bei Hapag-Lloyd oder auch Siemens, die gerade dort passieren, wo ihr sagt, das würdet ihr gerne ansprechen, oder habt ihr auch von Initiativen gehört, die euch besonders begeistert haben in eurem Unternehmen? Dann würde ich bei dir anfangen, Ralf. Ja, sicherlich. Also bei Hapag-Lloyd ist natürlich ganz im Vordergrund jetzt natürlich die Transporte sicherzustellen, Alternativen finden, wie wir Güter von A nach B bekommen, damit wirklich auch alles sichergestellt ist für uns alle. Die Kollegen, die auf den Schiffen bleiben müssen, dort arbeiten. Also da ist wirklich super viel Arbeit zu tun und echt Hut ab vor allen Kollegen, die dort
in den Häfen, auf den LKWs, Schiffen, in den Transporten so viel leisten. Und Hapag-Lloyd nutzt natürlich da auch sein Netzwerk für Gütertransporte, Schiffe, LKWs, auch für Hilfslieferungen für Familien. Also da hatten wir auch die letzten Jahre schon sehr viel, zum Beispiel in anderen Ländern, in Peru und so weiter, natürlich auch unsere Infrastruktur und das Netzwerk genutzt, um andere zu unterstützen mit der Power des Netzwerkes, des Globalen. Und jetzt gerade auch in der jetzigen Situation wird halt alles getan, damit alle Transporte überall auch sichergestellt werden und dass dort auch Alternativen gefunden werden, wo es halt gerade nicht so funktioniert. Und ja, da wirklich Hut ab vor allen, die da so gut das am Laufen halten. Vielen herzlichen Dank für diese Einblicke auch. Ja, Miriam, wie ist das bei Siemens? Sagst du auch, ihr habt einige Initiativen oder Beispiele, die jetzt sozusagen ganz frisch ins Leben gerufen wurden, die dich besonders begeistert haben? Ja, natürlich. Ich würde aber ganz gerne erstmal vorab Katharina gratulieren zu dieser tollen Challenge und auch der tollen Initiative, die ja ins Leben gerufen wurde. Ich finde vor allen Dingen spannend natürlich aus HR-Perspektive, wie ihr die Intelligenz der Masse nutzt oder wie es jetzt Ralf gesagt hat, Power des Netzwerkes. Und auch das erleben wir bei Siemens. Also wir haben eine unglaubliche Innovationskraft der Mitarbeiter spürbar zur Bewältigung der Krise, sowohl im White-Color als auch im Blue-Color-Bereich. Tolle Ideen, die da quasi geboren werden. Und ein vielleicht mit das relevanteste Beispiel aktuell würde ich gerne herausgreifen, nämlich das Covid-19-Test-Kit, was die Kollegen und Kolleginnen von den Siemens Healthineers entwickelt haben und jetzt tatsächlich ab Juni dann über 25 Millionen Tests im Monat hergestellt werden sollen, um da bestmöglich zu unterstützen. Du hast angesprochen, Sarah, Solidarität. Ein ganz wichtiger Wert, gerade in unserer Gesellschaft. Ich glaube, das ist für uns alle spürbar. Und Siemens möchte vor allen Dingen da helfen, wo es am allerdringendsten notwendig ist. Und deswegen, um ein zweites kleines Beispiel zu nennen oder eher ein großes, haben wir den Covid-19-Hilfsfonds gegründet. Siemens matcht auch das Geld, was die internen Mitarbeiter spenden, 1:1. Und so sind wir jetzt mittlerweile schon bei einer Summe über 10 Millionen angelangt. Und ich bin ganz guten Mutes, dass da noch ein bisschen mehr zusammenkommt und freue mich natürlich über diese riesige Bereitschaft, die wir im Konzern damit zeigen. Ja, also auch wie man hört, bei Siemens natürlich auch sehr schnelle, flexible Reaktionen auf die aktuelle Situation und auch dort natürlich eine deutliche Solidarität auch im Konzern zu spüren. Ja, wagen wir mal gemeinsam den Ausblick, der nicht ganz einfach ist, aktuell natürlich in die Zukunft. Es gibt viele verschiedene Meinungen darüber, welche Auswirkungen dann die Krise auch mittel- oder langfristig haben wird. Aber ja, welche Prognose würdet ihr jetzt für eure eigene Branche treffen, vor allem was natürlich Innovation und Fortschritt auch betrifft, Miriam? Ja, also da sehe ich vor allen Dingen 4 Trends, die sich meines Erachtens hier abzeichnen. Fortlaufende Digitalisierung ist einer. Der zweite, den ich sehe, ist eine Verbesserung von bestehenden Strukturen. Das dritte Thema, was ich ansprechen würde, ist das Thema Resilienz. Und als letztes, insbesondere, weil wir viel über Anpassungsfähigkeit schon gesprochen haben, ist die Steigerung adaptiver Intelligenz. Und um jetzt vielleicht ein bisschen mehr Einblick gerade bei den letzten beiden zu geben. Resilient ist zum Beispiel, wir haben gelernt, in der Vergangenheit haben wir sehr viele Prozesse und Wertschöpfung gestreamlined. Und ich bin davon überzeugt, dass wir in der Zukunft viel stärker auch die Prozesse widerstandsfähig gestalten müssen. Das ist natürlich widerstandsfähig, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei den Mitarbeitern. Ich glaube, dass vor allen Dingen für langfristigen Fortschritt entscheidend sein wird, wie geht man mit solchen Umbrüchen oder mit solchen Krisen wie die jetzige um und wie weit kann man die auch erfolgreich bewältigen. Vielleicht noch zum Thema adaptive Intelligenz kurz. Also die Fähigkeit, sich an die Umwelt anzupassen und vor allen Dingen dann auch wirklich daraus zu lernen. Das ist was wir jetzt auch gerade beim Thema Nextwork natürlich als entscheidenden Faktor sehen, um unsere eigene Organisation zu transformieren und letztendlich uns zukunftsfähig aufzustellen. Das heißt, es wird für mich, und auch das sehen wir in der Krise, wie sehr anpassungsfähig wir eigentlich sind, eine ganz tragende Rolle einnehmen. Vielen Dank. Ja, Ralf, wie siehst du das bei euch, gerade bei euch in der Branche? Was ist mit dem Thema Innovation und Fortschritt? Wie würdest du das bewerten bei euch für die Branche und einen kurzen Ausblick geben, bitte?
Also ich sehe das generell nicht nur für die Schifffahrt-Logistikbranche. Allgemein sehe ich schon sehr stark, dass die Wichtigkeit des Omnichannel-Mixes, also aus Stationärgeschäft, Online-Geschäft, lokales Geschäft, globales Geschäft und das Ganze zusammen in einem guten Mix miteinander zu bearbeiten, um dort auch Innovationen und neue Möglichkeiten, die sich jetzt natürlich auch ergeben oder auch gemacht werden müssen, dass man dort den richtigen Mix findet und dort auch kontinuierlich dazulernt, also dieses Build, Measure, Learn, aber auf diesen Omni-Channels stärker aufbaut, was man jetzt durch die Krise natürlich verstärkt sieht. Je besser man dort nämlich aufgestellt ist, in stationär, online, lokal, global, mit den Innovationen in den Zyklen, desto besser kommt man in diesem Zyklus damit auch zurecht und kann sich dort dementsprechend adaptieren und Innovationen auch reinbringen. Das sind aus meiner Sicht die wichtigen Kernpunkte. Da muss sich jede Firma, ob groß oder klein oder Mittelständler, genau darum nämlich gut aufstellen und dort alles so zusammenbauen, damit man dort auch für kommende Veränderungen in jeglicher Struktur einfach auch vorbereitet und sich dementsprechend anpassen kann. Ja, finde ich sehr spannend zu hören, dass ihr die Zeit tatsächlich auch ganz bewusst nutzt, um vorzubereiten, was man später vielleicht auch nochmal anders dann auch in den Prozessen umsetzen kann und damit sozusagen auch ja, die Zeit einfach nutzt, die momentan natürlich jetzt sich gerade so ergeben hat. Dann würde ich gerne noch an Katharina geben zum Thema Brancheneinschätzung. Man würde ja nun meinen, dadurch, dass wir nun alle digital arbeiten, ist die Digitalbranche der Gewinner der Krise. Doch gerade heute Morgen kam der Bitkom IFO Digitalindex raus, der zeigt, es sind tatsächlich nur 3% aller Digitalunternehmen, die sagen, sie haben eine positive Geschäftsentwicklung. 55% der Digitalunternehmen sagen, sie sind negativ betroffen von der Corona-Krise. Nichtsdestotrotz bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass wir natürlich heute eine negative Auswirkung auch in der Digitalbranche haben, dadurch, dass die Budgets unserer Kunden beeinträchtigt sind, gesperrt sind, sich die Arbeitsweise verändert hat, wir aber trotzdem langfristig und hoffentlich auch schon mittelfristig eine sehr positive Entwicklung verzeichnen werden, da wir natürlich jetzt aus der Krise heraus ganz selbstverständlich digital arbeiten müssen und darauf hoffentlich auch nach der Krise nicht verzichten wollen. Und da denken wir vielleicht im ersten Moment in erster Linie an Videokonferenzen, an Chats oder Ähnliches. Aber ich sehe die Veränderung da tatsächlich deutlich tiefgreifender. Gerade aus meiner eigenen Erfahrung, aus dem, was wir bei Nosavi tun, glaube ich, dass wir zukünftig auch in Strategieprojekten, in Workshops, in Innovationsprojekten genauso digital arbeiten, wie wir das heute in einer Videokonferenz erleben. Und das dann auch hoffentlich genauso weiter fortsetzen würden. Das heißt, auch wenn sogar die Digitalbranche heute negativ betroffen ist, sehe ich das als recht deutlich positive Entwicklung für die Zukunft. Und noch vielleicht eine Seitennotiz auch aus der Brille unserer Kunden. Ich sehe über die Branchen hinweg tatsächlich natürlich sehr unterschiedliche Auswirkungen, aber doch natürlich bei allen eine schwierigere Situation als vorher. Aber sogar die Unternehmen, die wirklich am allerdirektesten betroffen sind und denen man die teilweise ihr Geschäft komplett einstellen müssen. Das sind die Unternehmen, die sagen, wir glauben trotzdem, dass wir nach der Krise manche Dinge ganz anders und ganz neu denken können. Dass, wenn wir aus dieser Krise wieder herausgehen, dass wir die Chance haben, gerade im Thema digitale Transformation nochmal mit neuen Denkprozessen anzufangen, nochmal bei Null zu starten und es richtig zu machen. Und daher bin ich da sehr positiv gestimmt, was auch die Innovationsfähigkeit und die digitale Transformation aller Industrien in Deutschland in den nächsten Monaten angeht. Ja, vielen Dank. Zum Abschluss hätte ich jetzt nochmal an jeden auch die Frage, gibt es denn ganz konkret eine dauerhafte interne Veränderung oder Maßnahme im Konzern, die ihr auf Basis der Erfahrung der letzten Wochen gerne mitnehmen würdet, wo ihr sagt, Mensch, das ist eine Aktion, die hat sich jetzt ergeben, die möchte ich in Zukunft gerne bei uns weiter im Unternehmen vorantreiben. Ralf, da würde ich gerne bei dir anfangen.
Also was bei uns natürlich mit der Digital Week, mit den Digital Trainings für unsere ganzen Kollegen, tausende Kollegen in den Ländern, das wird sich natürlich jetzt auch intensivieren, dass wir hier gemeinsam online und zusammen stärker miteinander verbinden. Weil bisher waren wir entweder immer zusammen oder haben es remote gemacht. In der Zukunft wird das auch eine Mischform sein für Kollegen, die vielleicht dann aus Pakistan, aus Kanada vielleicht mal auch nicht dabei sind oder aus China. Oder die nächste Veranstaltung ist in China und so weiter. Also das wird sich, glaube ich, hier grundlegend verändern, wie wir dort auch miteinander virtuell, nicht virtuell, also sogenanntes Hybrid Work zusammen in der Zukunft einfach anders machen. Dieses Hybrid Work, also nicht Homeoffice oder Remote Work, sondern Hybrid Work ist so gesehen das Zauberwort, wo wir damit positiv in die Zukunft starten. Ja, sehr, sehr spannend. Sicher auch nochmal aus der HR-Perspektive. Da würde ich nochmal an Miriam gerne geben. Genau, ich kann das unterstützen. Ich würde hier noch 2 Facetten aus HR wirklich mit reinbringen wollen. Einmal das Thema, es wird gerade aktuell ist es umso wichtiger, sich darüber Gedanken zu machen, wie der Match zwischen dem richtigen Talent und der richtigen Aufgabe geschehen kann im Unternehmen, damit die Unternehmen handlungsfähig sind und agil sozusagen agil sind in der Zukunft. Und da müssen wir weiter daran arbeiten, starre Strukturen aufzubrechen. Und das Schlagwort ist hier Netzwerk von Teams, Network of Teams, um es im Englischen zu sagen, und unsere Arbeit wirklich mobil zu machen. Ein zweiter Aspekt, der natürlich mir besonders am Herzen liegt, ist unsere Next-Work-Aktivitäten, die wir bei Siemens treiben und weiter ausbauen wollen. Wir haben schon viel über Anpassungsfähigkeit heute gesprochen und es ist, glaube ich, ganz wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, welche Kompetenzen eine Organisation und auch ein Individuum zukünftig brauchen, um da zurück zu unserem Schweißer Beispiel, das plakative Beispiel zu kommen. Also wie machen wir uns konkret fit für die Zukunft? Und da müssen wir sowohl für die Schweißer und Schweißerinnen, aber auch für jeden anderen Job konkrete Qualifikationswege aufzeigen im Konzern und das macht uns erfolgreich, vor allen Dingen auch in Krisenzeiten. Ja, vielen Dank. An der Stelle jetzt auch nochmal sozusagen die Bitte an Katharina. Was ist die Hauptmaßnahme, die du mitnehmen möchtest, wo du sagst, das wollen wir in Zukunft auch weiter bei Innosabi forcieren? Ich würde die Frage tatsächlich größer als Innosabi beantworten wollen, denn ich merke momentan, dass sich viel in der Art und Weise verändert hat, wie wir Menschen denken. Ja, wir sind bereit, oder wir haben gemerkt, wie schnell man doch Veränderungen auch treiben kann, wenn man dann muss. Und wir haben gemerkt, dass wir das können, indem wir zusammenhalten, indem wir zusammenarbeiten, indem wir einander helfen, indem wir uns unterstützen, indem wir Netzwerke bilden. Und das ist etwas, was ich mir einfach nicht nur für uns als Innosabi, sondern für uns als Menschen wünsche, ist, dass wir diesen Spirit weiter leben können, dass wir weiter auch nach der Krise genauso zusammenhalten, genauso Netzwerke bilden, genauso einander helfen und so positive Veränderungen treiben können. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank an euch natürlich auch für eure Zeit und die wirklich spannenden Einblicke von euch aus der Praxis, die hoffentlich natürlich auch unseren Zuschauern neue positive Impulse für die Zeit danach, für den Weg in die Zukunft mitgeben. Ich habe heute mitgenommen, dass es momentan vor allem darum geht, wie kann man die Zeit auch für die Wirtschaft, fürs eigene Unternehmen, aber auch im persönlichen Umfeld bestens sozusagen nutzen, um neue Ideen und auch Maßnahmen abzuleiten. Sehr spannend fand ich auch den Ansatz zu sagen, wir gehen in einen Bereich Richtung Hybrid Working. Ich glaube, jeder von uns hat heute auch nochmal so ein bisschen seinen Eindruck geschildert, dass man natürlich auch in Zukunft, wenn die Krise vorbei ist, sich sehr, sehr darauf freut, auch wieder gemeinsam analog mit Menschen gemeinsam zusammenzuarbeiten. Also, dass wir einfach in Zukunft uns angucken müssen, was findet analog statt, wo kann ich natürlich digitale Kanäle nutzen, um vielleicht auch natürlich mit Kunden oder auch Partnern, Mitarbeitern weltweit permanent in der Vernetzung zu bleiben und zu schauen, wie ich bestmöglich auf einen Markt auch reagieren kann, auch auf neue Kundenanforderungen zum Beispiel, die sich ergeben. Und ich denke, dass das ein ganz spannender Weg sein wird für alle. Vor allem natürlich auch jetzt, wo man sieht, die Digitalisierung auch in Deutschland hat natürlich jetzt nochmal im Arbeitsumfeld in der Wirtschaft deutlich zugenommen.
zeigt uns aber auch nochmal, wie wichtig es ist, nach wie vor den Menschen tatsächlich auch nochmal live zu sehen. Ich glaube, jeder freut sich, wenn er auch wieder mit seinen Geschäftspartnern, Kollegen oder Kunden gemeinsam in einem Workshop oder auch ja bei einem Afterwork wieder zusammenkommen kann, um dann auch wieder Themen sozusagen im Vier-Augen-Gespräch oder in einer persönlichen Runde zu besprechen. Vielen herzlichen Dank nochmal an euch. Mich würde sehr freuen, wenn wir weiter sozusagen da auch hier wieder im Kontakt bleiben und hören, was ihr dann mitgenommen habt. Ich glaube, wir sind alle gerade auf einem sehr, sehr guten Weg sozusagen, auch mit neuen Ideen, auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland und für die Unternehmen aus dieser Krise rauszukommen. Wir sehen, wie schnell viele Unternehmen auch schon reagiert haben mit neuen Produkten, gesagt haben, wie können wir jetzt sozusagen unsere Facilities nutzen, auch unsere Mitarbeiter, die wir haben, unsere Ressourcen nutzen, um möglichst schnell zu reagieren. Und ich glaube, das ist etwas, was die Unternehmen auch sehr gut mitnehmen können, einfach in Zukunft schneller zu reagieren auf neue Technologien und auf neue Kunden und auch eben Marktanforderungen, die wir haben. Ja, vielen herzlichen Dank. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn Sie jetzt noch Fragen oder Anmerkungen haben, kommentieren Sie das einfach gerne dann hier bei uns in dem Post. Ja, bleiben Sie alle gesund und bis bald.